Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was es bedeutet, die Zeit mit unendlicher Präzision zu messen? In diesem Video erfahren Sie mehr über die genaueste Technologie, die jemals von der Menschheit entwickelt wurde. Atomuhren. Weil Sie es noch nicht wussten, sie stecken hinter dem GPS, das wir täglich nutzen, der Telekommunikationssynchronisation und sogar Experimenten, die die Gesetze der Physik im Universum testen. Auch wenn herkömmliche Uhren, egal ob am Handgelenk an der Wand oder auch die digitalen auf unseren Mobiltelefonen unsere treuen Begleiter im Alltag bleiben, sind sie nicht perfekt. Tatsächlich können sich dadurch im Laufe der Zeit Fehler anhäufen. Hier kommt die Atomuhr ins Spiel stellen. Sie sich die Atomuhr als einen Superhelden der zeitlichen Präzision vor. Während gewöhnliche Uhren pro Jahr Sekunden verlieren oder gewinnen können, sind Atomuhren so genau, dass es Millionen von Jahren dauern würde, bis sich eine Fehlersekunde ansammelt. Atomuhren sind die genauesten Geräte. Zur Zeitmessung, die die Menschheit je entwickelt hat, sie in Übergänge zwischen energetischen Zuständen von Atomen, um Sekunden mit außergewöhnlicher Präzision zu zählen, und erreichen dabei eine so hohe Präzision, dass eine Änderung einer Sekunde erst nach Millionen oder sogar Milliarden Jahren erfolgen kann. Um zu verstehen, wie es ihm gelingt, dieses Experiment durchzuführen, ist es notwendig, die Funktionsweise subatomarer Teilchen und die grundlegenden Gesetze der Physik, die das Universum bestimmen, eingehend zu untersuchen. Auf atomarer Ebene kreisen Elektronen den Atomkern auf genau definierten Energieniveaus. Wenn ein Atom angeregt wird, also Energie von einer externen Quelle erhält, können seine Elektronen von einem Energieniveau auf ein anderes springen. Wenn diese Elektronen in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren, geben sie diese Energie in Form elektromagnetischer Strahlung wie Licht oder Mikrowellen ab. Dieses Energieemissions- und Absorptionsverhalten ist äußerst regelmäßig und vorhersehbar und genau dies nutzen Atomuhren zur Zeitmessung. Die ersten Atomuhren verwendeten Cäsium-133 Atome. Das Cäsiumatom wurde aufgrund seines äußerst stabilen Energieübergangs ausgewählt. Unter kontrollierten Bedingungen schwingt das Cäsiumatom 9.192.631.770 Mal pro Sekunde. Das bedeutet, dass wir durch das Zählen dieser Schwingungen eine Sekunde genau messen können. Diese Zahl ist so wichtig, dass die Definition einer Sekunde im internationalen Einheitensystem auf diesem Phänomen basiert. Seit 1967 wird eine Sekunde offiziell als die Zeit definiert, die benötigt wird, damit das Cäsiumatom 9.192.631.770 Schwingungen ausführt. Um die Zeit mit einer Atomuhr zu messen, erzeugen Wissenschaftler in einer Vakuumkammer eine Wolke aus Cäsiumatomen. Anschließend verwenden sie Mikrowellenstrahlen, die genau auf die Übergangsfrequenz der Atome abgestimmt sind. Wenn die Mikrowellenfrequenz mit der Übergangsfrequenz der Atome übereinstimmt, absorbieren die Atome diese Strahlung und ändern dadurch ihr Energieniveau. Ein Detektor kann diese Absorption messen und dann den Mikrowellenstrahl anpassen, um sicherzustellen, dass er perfekt auf die Cäsiumatome abgestimmt ist. Durch diesen Vorgang kann ein Zähler die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde messen und so die Zeit genau markieren. Es ist jedoch hervorzuheben, dass die Genauigkeit von Atomuhren über das bloße Zählen von Schwingungen hinausgeht. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, sicherzustellen, dass äußere Bedingungen die atomaren Übergänge nicht beeinflussen. Jegliche Temperaturschwankungen, Magnetfelder oder andere Umweltfaktoren können die Häufigkeit von Atomübergängen verändern und die Genauigkeit der Uhr beeinträchtigen. Um dies zu mildern, halten Wissenschaftler Atome in extrem kontrollierten Umgebungen. Beispielsweise werden Cäsiumatome mithilfe von Techniken wie der Laserkühlung auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt abgekühlt. Dadurch wird die Bewegung der Atome drastisch reduziert, die Auswirkungen von Wechselwirkungen mit der Umgebung verringert und genauere Messungen ermöglicht. Darüber hinaus nutzen neue Generationen von Atomuhren neben Cäsium auch andere Atomarten wie Strontium, Aluminium und Ytterbium. Diese Atome weisen Übergänge auf, die noch stabiler sind als die von Cäsium, was noch genauere Zeitmessungen ermöglicht. Beispielsweise sind Uhren auf Basis von Strontiumatomen so präzise, dass sie, wenn sie im Moment des Urknalls vor 113,8 Milliarden Jahren gestartet würden, nur eine Sekunde Abweichung von der aktuellen Zeit hätten. Das ist beeindruckende Präzision. Und hier wird es interessant, denn Atomuhren sind nicht nur technologische Kuriositäten, sie haben grundlegende Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Eines der bekanntesten Beispiele ist das Global Positioning System, kurz GPS. Die Satelliten, aus denen das GPS-System besteht, haben Atomuhren an Bord. Die Position eines Objekts auf der Erde wird durch die Zeit bestimmt, die Funksignale benötigen, um von Satelliten zum Empfänger auf der Oberfläche zu gelangen. Jede Ungenauigkeit der von Satellitenuhren gemessenen Zeit würde zu großen Fehlern bei der Positionsbestimmung führen. Daher ist die Genauigkeit von Atomuhren unerlässlich, um sicherzustellen, dass GPS ordnungsgemäß funktioniert. Ein weiterer Bereich, in dem Atomuhren eine grundlegende Rolle spielen, ist die Synchronisierung von Telekommunikationsnetzen. Heutzutage hängt ein Großteil der digitalen Kommunikation wie Telefonanrufe, Datenübertragungen im Internet und sogar Finanztransaktionen von einer präzisen Zeitsynchronisierung zwischen Servern auf der ganzen Welt ab. Atomuhren bilden die Grundlage für diese Synchronisierung und stellen sicher, dass Informationen zum richtigen Zeitpunkt ihr Ziel erreichen, darüber hinaus spielen. Atomuhren eine wichtige Rolle in wissenschaftlichen Experimenten, die die Grundgesetze der Physik untersuchen. Sie dienen beispielsweise zur Überprüfung der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Laut der allgemeinen Relativitätstheorie vergeht die Zeit in stärkeren Gravitationsfeldern langsamer.
Das bedeutet, dass eine Atomuhr, die nahe der Erdoberfläche platziert ist, wo die Schwerkraft am stärksten ist, die Zeit anders anzeigt als eine identische Uhr, die auf einem umlaufenden Satelliten platziert ist. Dieser Unterschied ist winzig, kann aber mit hochpräzisen Atomuhren nachgewiesen werden. Diese Experimente bestätigen die Gültigkeit von Einsteins Vorhersagen und tragen auch dazu bei, unser Verständnis von Schwerkraft und Raumzeit zu verfeinern. Atomuhren werden auch verwendet, um zeitliche Schwankungen der Grundkonstanten der Natur zu messen. Wissenschaftler interessieren sich beispielsweise dafür, ob die Feinstrukturkonstante, die die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen regelt, im Laufe der Geschichte des Universums verändert hat. Jede nachweisbare Engel-Konstanten könnte auf neue physikalische Phänomene hinweisen, die über das hinausgehen, was wir derzeit wissen, und Atomuhren sind Schlüsselinstrumente bei diesen Experimenten. Die Suche nach einer noch genaueren Zeitmessung geht jedoch weiter. Optische Atomuhren beispielsweise gehören zu den vielversprechendsten Forschungsgebieten. Eine Cäsiumuhren im Mikrowellenbereich arbeiten, nutzen optische Uhren die Frequenz des sichtbaren Lichts, die viel höher ist. Dies bedeutet, dass die Schwingungen schneller sind, was eine noch genauere Zeitmessung ermöglicht. Diese Uhren verwenden Atome wie Strontium, Ytterbium und Aluminium, die äußerst stabile Übergänge bei optischen Frequenzen aufweisen. Derzeit sind diese Uhren in der Lage, die Zeit mit einer Genauigkeit von 8 Dezimalstellen zu messen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber Cäsiumuhren darstellt. Eine der Herausforderungen bei der Entwicklung optischer Atomuhren ist die Entwicklung extrem hochpräziser Laser. Diese Laser müssen äußerst stabil sein, um genau die Frequenz aufrechtzuerhalten, die zur Anregung der Atome erforderlich ist. Kleine Schwankungen der Laserfrequenz können die Genauigkeit der Uhr beeinträchtigen. Um dieses Problem zu lösen, nutzen Wissenschaftler hochempfindliche optische Hohlräume, die dabei helfen, die Laser zu stabilisieren und die nötige Präzision sicherzustellen. Mit diesen hochmodernen Uhren werden auch Phänomene wie die Schwerkraft mit beispielloser Präzision untersucht. Sie sind beispielsweise empfindlich genug, um Unterschiede im Zeitverlauf bereits in wenigen Zentimetern Höhe zu erkennen. Das bedeutet theoretisch, wenn Sie eine dieser Uhren auf den Boden und eine andere auf einen Tisch stellen, zeigt die Uhr auf dem Tisch aufgrund der unterschiedlichen Schwerkraft die Zeit etwas schneller an als die Uhr auf dem Boden. Mit dieser Empfindlichkeit lassen sich extrem detaillierte Schwerkraftkarten der Erde erstellen, die in Bereichen wie der Geophysik und der Erkundung natürlicher Ressourcen Anwendung finden könnten. Neben ihrer praktischen Anwendung stellen Atomuhren eine grundlegende Errungenschaft im Bestreben der Menschheit dar, die Zeit und das Universum zu verstehen. Die genaue Zeitmessung ist eine der Grundlagen der modernen Wissenschaft. Und Atomuhren ermöglichen es uns, neue Grenzen des Wissens zu erkunden. Solche helfen uns, unsere Technologie zu synchronisieren, die Gesetze der Physik zu untersuchen und sogar philosophische Fragen über die Natur von Zeit und Realität zu berücksichtigen. Die Entwicklung von Atomuhren verschiebt weiterhin die Grenzen der zeitlichen Präzision, eröffnet neue Grenzen der Forschung und ermöglicht technologische Innovationen, die die Zukunft prägen. Der Weg zu einer absoluten Zeitmessung wird vielleicht nie vollständig erreicht, aber kontinuierliche Fortschritte bringen uns diesem Ideal immer näher, und dabei werden Atomuhren weiterhin eine zentrale Rolle spielen und ein unersetzliches Werkzeug zur Messung und zum Verständnis der Zeit im Universum darstellen.